mehr als Worte sagt ein Lied. Wir sind taub, wir sind stumm, wollen eigene Wege gehen. Wir sind taub, wir sind stumm, wollen eigene Wege gehen. Wir erfinden neue Götter und vertrauen ihnen blind. Wir erfinden neue Götter und vertrauen ihnen blind. Ja, heißt Gott für uns, wer die Menschen, die liebt. Ja, heißt Gott für uns, wir die Menschen, die liebt. Darum können wir ihm folgen, können wir sein Wort verstehen. Darum können wir ihm folgen, können wir sein Wort verstehen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gott, der uns unendlich liebt, dieser Gott unseres Lebens, sei mit euch. Mit deinem Geiste. Liebe Schwestern und Brüder, ich freue mich, mal wieder in Allensbach sein zu dürfen und hier mit Ihnen den Gottesdienst feiern zu dürfen. Ja, kommt herbei, so haben wir eben gehört, bei diesem schönen Wetter wären wir vielleicht lieber draußen spazieren gegangen oder was anderes gemacht. Aber ich denke, es ist auch wichtig, dass wir gerade in solchen Zeiten, in die wir hineingestellt sind, diesen Gott des Lebens in uns wissen dürfen, dass er dich und mich stärken möchte, gerade in diesen Herausforderungen und Dunkelheiten, die wir erleben, wenn wir in die vergangene Woche hineinschauen, im Schwarzwald und die Terroristen und was alles so uns immer wieder beschäftigt. Mögen wir aber auch mit dem, was in der Wirtschaft, in der Politik, in der Kirche an Herausforderungen an uns Menschen gestellt sind, hineinnehmen und ihm dies hinreichen, aber auch die ganz persönlichen Anliegen. Denn ich denke, jeder von uns hat seine ganz, ganz persönlichen Anliegen, die er jetzt dem wieder sagen darf, ohne Wenn und Aber. Er ist es, der mich hört und annimmt. Ja, was möchte ich ihm sagen? Herr Jesus Christus, du bist gekommen, um zu heilen, was verwundet ist. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Du siehst wieder einen jeden von uns, der hierher gekommen ist, um deine Liebe von dir zu empfangen. Christus, erbarme dich. Und du legst uns gerade in diesen Corona-Zeiten immer wieder auch besonders ans Herz. Bleibt in meiner Liebe, habt Vertrauen. Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott, der erbarme sich unser, erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Und so lasst uns einstimmen in das Gloria. Und in der Höhe sein Preis und Ehr, den Menschen Frieden auf Erden.
Herr unser Gott, sieh gnädig auf alle, die du in deinen Dienst gerufen hast. Mach uns stark im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe, damit wir immer wachsam sind und auf dem Weg deiner Gebote bleiben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Lesung aus dem Buch der Weisheit. Es gibt keinen Gott, Herr, außer dir, der für alles Sorge trägt. Daher brauchst du nicht zu beweisen, dass du gerecht geurteilt hast. Deine Stärke ist die Grundlage deiner Gerechtigkeit und deine Herrschaft über alles lässt dich alles schonen. Stärke beweist du, wenn man an deine unbeschränkte Macht nicht glaubt, und bei denen, die sie kennen, strafst du die anmaßende Auflehnung. Weil du über Stärke verfügst, richtest du in Milde und behandelst uns mit großer Schonung. Denn die Macht steht dir zur Verfügung, wann immer du willst. Durch solches Handeln hast du dein Volk gelehrt, dass der Gerechte menschenfreundlich sein muss, und hast deinen Söhnen und Töchtern die Hoffnung geschenkt, dass du den Sündern die Umkehr gewährst. Wort des lebendigen Gottes. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. Schwestern und Brüder, der Geist nimmt sich unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, was wir in rechter Weise beten sollen. Der Geist selber tritt jedoch für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Der die Herzen erforscht,
weiß, was die Absicht des Geistes ist. Denn er tritt so, wie Gott es will, für die Heiligen ein. Wort des lebendigen Gottes. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit erzählte Jesus der Menge folgendes Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während nun die Menschen schliefen, kam sein Feind, säte Unkraut unter den Weizen und ging weg. Als die Saat aufging und sich die Ähren bildeten, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Da gingen die Knechte zu dem Gutsherrn und sagten: Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt dann das Unkraut? Er antwortete: Das hat ein Feind getan. Da sagten die Knechte zu ihm: Sollen wir gehen und es ausreißen? Er entgegnete: Nein, damit ihr nicht zusammen mit dem Unkraut den Weizen ausreißt. Lasst beides wachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte werde ich den Schnittern sagen: Sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen. Den Weizen aber bringt in meine Scheune. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, als ich das Evangelium gelesen habe und dann den Satz, woher kommt denn das Unkraut? Da habe ich gedacht, die haben überhaupt keine Ahnung. Denn wer einen Garten hat, der weiß ganz genau, Unkraut, das wächst wie Zunder. Aber ich denke, was will uns Jesus heute mit diesem Evangelium sagen? Von einer großen Versuchung spricht Jesus, denke ich, heute in diesem Gleichnis zu uns, von diesem Weizen und Unkraut. Und es ist vielleicht die Versuchung, die wir alle immer auch haben. Wir wollen eine saubere Lösung für alles haben. Und da gibt er dieses Beispiel: Ein Bauer hat auf seinen Acker guten Samen gesät. Sein
Der Feind hat in der Nacht heimlich Unkraut zwischen den Weizen gesät, so hieß es. Und dann, als die Saat aufging, zeigte sich, dass zwischen dem guten Korn und jede Menge Unkraut auch wuchs. Was tun? Das naheliegende, sauberste oder vielleicht die sauberste Lösung schlagen auch seine Mitarbeiter vor, werden einfach das Unkraut ausreißen. Aber wie soll das gehen, wenn Unkraut und der Weizen ganz dicht nebeneinander wachsen? Ich bin auch erst in meiner Pension etwas mehr in den Garten hineingewachsen. Vorher, wenn die Frau gesagt hat, geh, hol mal das oder jenes, dann habe ich gesagt, wie sieht denn das aus? Um ja nicht dann Unkraut vielleicht zu bringen, sondern eben das richtige Petersilie oder so. Aber wie soll man vermeiden, dass mit dem Unkraut auch viel guter Weizen eben ausgerissen wird? Das war die Frage. Ist die einfache Lösung wirklich die gute Lösung? Und Jesus schlägt gerade hier eine andere Lösung uns vor, die aufs Erste vielleicht für uns schockierend wirkt. Lasst beides wachsen bis zur Ernte. Wie kann das gemeint sein? Soll all das üble Unkraut dieser Welt ungehindert wachsen dürfen? Soll das Böse nicht mehr bekämpft werden? Soll auf allen Widerstand gegen das Übel verzichtet werden? Braucht es keine Polizei mehr? Kein Strafmandat im Verkehr oder keine Prozesse gegen Übeltäter? Und sollen Eltern ihren Kindern alles durchgehen lassen? Ihnen keine Grenzen mehr aufzeigen? Und so auf die Mühe der Erziehung verzichten? Wohin eine solche fahrlässige Haltung hinführt, meine lieben Schwestern und Brüder, erleben wir doch überall in der Welt. Gerade auch jetzt in Zeiten der Pandemie des Corona, wie manche doch dies direkt so noch ausnützen. Ich glaube nicht, dass Jesus mit diesem Gleichnis auffordert, untätig dem Bösen zuzuschauen. Ich glaube, er warnt hier vor einfachen, vorschnellen Lösungen. Er sieht in ihnen eine Versuchung, ja, ich denke, eine Gefahr. Und es gibt diese Versuchung im Kleinen wie im Großen. Sind es, wir gehen in diesem Jahr oder im nächsten Jahr 2011, hat es angefangen in Syrien, der islamische Staat, IS. Ich denke, das ist auch in dieser gegenwärtigen Zeit des Corona ein schreckliches Beispiel eines Versuchs, radikal alles auszureißen, was man für die Ursache aller Übel hält. Man möchte einen idealen Gottesstaat errichten, in dem alles ganz nach Gottes Willen gehen soll. Und dafür nimmt man allen Horror in Kauf, vernichtet, tötet, mordet und zerstört hemmungslos alles, was dem Plan im Weg steht. Und dies jetzt schon fast 10 Jahre lang. Und ich denke, wir in der Geschichte unseres Volkes ist es auch noch nicht so lange her, da hat bei uns der Nationalsozialismus mit seiner mörderischen Endlösung wirklich gewütet. Ganze Menschengruppen wurden zu Unkraut geradezu erklärt, zu unwertem Leben, das es auszurotten galt. Vor
allem die Juden, aber auch die Roma, die Behinderten, die Homosexuellen. Und das Ende, wir wissen es, meine lieben Schwestern und Brüder, war ein endloses Töten und Morden und großes Elend für weite Teile der Welt. Die Versuchung also, in Anführungszeichen, der sauberen Lösung gibt es aber nicht nur in diesem Großen, sondern auch im Kleinen. Man erhofft sich eine Lösung der Probleme durch einen klaren Schnitt, etwa durch die Beendigung einer Partnerschaft, das Auseinandergehen einer Ehe. Oft aber entstehen dadurch neue Probleme statt Lösungen. Es wird meines Erachtens nicht nur Unkraut ausgerissen, sondern guter Weizen zerstört. Schlägt Jesus eine Lösung vor? Ich glaube, meine lieben Schwestern und Brüder, er ermutigt einfach zur Geduld. Mit diesem Satz, den wir mitnehmen mögen, gerade in unseren Zeiten der Gegenwart. Lasst beides wachsen bis zur Ernte. Natürlich erklärt Jesus nicht das Unkraut für etwas Gutes. Aber wer alles Übel gleich und ganz ausrotten will, schafft, wie die Erfahrung zeigt, oft neues Leid und richtet manchmal mehr Schaden an als Nutzen. Vielleicht lädt Jesus uns dazu ein, auch wieder deutlich auf uns selber zu schauen. Es gibt unwahrscheinlich viel Gutes in jedem Menschen. Aber es gibt auch, wenn man selber und ehrlich in sich hineinschaut, nicht nur Gutes. Auch manches Unkraut wuchert im Garten meines Lebens. Ich selber schaffe es nicht, alle schlechten Seiten in mir zu überwinden. Aber Gott, meine lieben Brüder und Schwestern, hat Geduld mit mir. Und ich brauche Geduld mit mir selber. Sollte ich da nicht mehr Geduld mit anderen haben, statt immer gleich von einer sauberen Lösung zu träumen? Mögen wir in diese Zeit, besonders der Herausforderungen, wie gesagt, mitnehmen, dass wir voller Vertrauen unseren Weg gehen, dass das, was uns auferlegt wird, wirklich ein Ende finden wird. Haben wir Geduld mit uns selbst und mit den anderen, die in einer besonderen Verantwortung stehen, dass sie aus dem Geist der Liebe zu den Menschen tatsächlich Richtlinien uns immer wieder schenken und geben. So wie auch jetzt wieder wir alle nicht singen dürfen. Und es ist gut, dass dann wenigstens eine Organistin und zwei dann da sind, die uns diesen Gesang aus dem Herzen kommend wirklich schenken. Und wir uns freuen dürfen, eines Tages wieder in der vollen Nikolauskirche, großer Gott, wir loben dich, singen zu dürfen und alles darüber hinaus. Und ist und bleibt an deiner Seite. Er hat Geduld mit mir. Und so lasst uns nun miteinander unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels. Ich glaube an den Heiligen
Manchmal wissen wir auch nicht, wie wir richtig beten sollen. Das schreibt schon der Apostel Paulus. Wir dürfen uns aber darauf verlassen, dass der Geist uns hilft und Gott immer wieder auch unsere Bitten hört. Diesem Gott vertrauen wir nun die Welt und die Menschen an. Wir beten für die vielen Menschen, die mit Corona infiziert sind oder waren, für die schwer oder nur leicht Erkrankten, für fast 10.000 Verstorbene in unserem Land und ihre Familien. Gott des Lebens, wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für junge und alte Leute, die mit neuen Freiheiten umgehen lernen müssen, und für alle, die sich und andere zu schützen versuchen und große Ängste ausstehen. Gott des Lebens, wir bitten dich, erhöre uns. Für Frauen und Männer in Politik und Gesellschaft, die selbst oder deren Familien bedroht werden. Und für alle, die online und offline für mehr Sicherheit sorgen oder einfach in ihrer Umgebung gegen Rassismus eintreten. Gott des Lebens, wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für die europäische Gemeinschaft auf der Suche nach dem Weg zu mehr Solidarität in der Krise, zu Klimagerechtigkeit und zur Bewahrung der Schöpfung. Gott des Lebens, wir bitten dich, erhöre uns. Für Erzbischof Stephan und die ganze Kirche in unserem Bistum auf der Suche nach neuen Wegen im Dienst für die Menschen. Für alle, die die Zeichen der Zeit verstehen und die Geister gut unterscheiden müssen. Gott des Lebens, wir bitten dich, erhöre uns. Du, Gott, hörst unsere Bitten und vernimmst unser Flehen, ob es laut ist oder still und leise. Wir danken dir für die Stärke deiner Liebe heute und morgen und bis in deine Ewigkeit. Dargebracht werden, in dem einen Opfer des neuen Bundes vollendet. Nimm die Gaben deiner Gläubigen an und heilige sie, wie du einst das Opfer Abels angenommen hast. Und was jeder Einzelne zu deiner Ehre darbringt, das werde allen zum Heil. Darum bitten wir
durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht. Dir, Herr, Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Denn wir erkennen deine Herrlichkeit in dem, was du an uns getan hast. Du bist uns mit der Macht deiner Gottheit zu Hilfe gekommen und hast uns durch deinen menschgewordenen Sohn Rettung und Heil gebracht aus unserer menschlichen Sterblichkeit. So kann uns aus unserer Vergänglichkeit das unvergängliche Leben durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Du bist der Quell aller Heiligkeit, darum bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn, Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte dann, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes
und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heils dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu sein und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Stephan und allen Bischöfen, unseren Priestern, Diakonen, Ordensleuten und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Bewahre in den hier Versammelten und für die sie beten das Geschenk des Glaubens. Stärke du sie mit den Gaben des Heiligen Geistes. Gedenke aller unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie alle, für die wir in dieser Stunde vielleicht besonders beten, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, auch unser eigener Weg hier auf der Erde wird einmal zu Ende sein. Erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln, dem heiligen Nikolaus und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. So lasst uns beten, wie der Herr es gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Seht den Leib des Herrn, der ihn wegnimmt, die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort,
so wird meines. Ewige Zumutung. Der Leib Christi schenke uns das ewige Leben. Amen.
Lasset uns beten. Barmherziger Gott, höre unser Gebet. Du hast uns im Sakrament das Brot des Himmels gegeben, damit wir an Seele und Leib gesunden. Gib, dass wir die Gewohnheiten des alten Menschen ablegen und als neue Menschen leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Corona oder sowas, also wenn Sie Abstand halten. Ich möchte darauf hinweisen noch, mir ist noch gesagt, morgen ist auch der ökumenische Gottesdienst um 11 Uhr als Bergbuch. Wer also Lust und Freude hat, in der Gemeinschaft aller zu sein, ist herzlich eingeladen, morgen um 11 Uhr. Nun möge allen der Segen Gottes wieder beschieden sein in der Gewissheit, lasst alles wachsen. Der Herr sei mit euch. Allmächtiger Gott, gewähre deinen Dienerinnen und Dienern, die zu dir rufen, deinen Schutz und deine Gnade. Schenke uns die Gesundheit des Leibes und das Heil der Seele. Gib uns herzliche Liebe zueinander und die ständige Bereitschaft, auch mit Geduld dir zu dienen. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn
der Heilige Geist. Geht hin in Frieden.